Moin Freunde, heute stelle ich euch mal hier diesen Lavendelduft vor, den ihr nicht sehen könnt. Wie gesagt, ich muss das demnächst mal ändern. Das Bild, das nervt mich hier mit dem Licht. Beziehungsweise auch mit der Cam. Da muss eine neue Cam ran. Pour Homme de Caron ist falsch ausgesprochen. Aber der Lavendelduft heute mit Amelie wieder. Das habt ihr euch gewünscht. Und warum? Weil es eben ein Lavendelduft ist und sie liebt Lavendel. Aber ich habe es falsch ausgesprochen. Ganz sicher sogar. Pour un homme de Caron. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das wird nie was, jedenfalls mündlich wird das in Französisch nichts. Auf jeden Fall, Fakt ist, hier haben wir 125 ml. Ich muss da gleich noch mal was zu sagen zum Preis vorher, weil das sehr interessant ist, weil da hat sich einiges geändert ins Negative im Endeffekt, aber vielleicht auch nicht. Es ist eine eingesessene Marke, die gibt es schon sehr lange. Das ist hier übrigens nicht die älteste Version, logischerweise. Der Duft kam 1954 raus. Aber bevor ich das mache, erstmal moin, mein Name ist Dennis, aka Fragrance, auch aus Hamburg. Moin, seht ihr da. Und wie gesagt, mit Amelie heute, weil ihr euch das gewünscht habt. Und übrigens, wenn wir uns hier so ein bisschen necken oder gegeneinander quatschen, ist das nicht wie viele, irgendwie so ein Fake vor der Kamera. Nein, wir reden auch so und machen das privat immer. Also das kommt einfach so, würde ich sagen, rausgeschossen. Ja, es ist Alltag. Ich kann mit dir doch nicht anders vor der Kamera umgehen als hier sonst. Genau, ja. So, Fakt ist auf jeden Fall, du magst diesen Duft, aber Lavendel ist nicht gleich Lavendel. Das muss man auch klarstellen, weil es Ja. gibt so eine Lavendel, aber du machst schon sehr viele Lavendeldüfte. Sie hat auch so ein Kissen, das riecht nach Lavendel. Wenn du da einmal gegenkommst, dann riecht das alles hier irgendwie nach Lavendel an den Armen oder Ja, am ist aber Kopf. toll, weil Hä? es beruhigt. Wenn ich den Abend mit dir verbracht habe, dann brauche ich mal was mich wieder runterbringt. Genau, weil ich eben, ja, ich bin immer, muss immer Action sein. Fakt ist aber auf jeden Fall, hier haben wir einen Duft in, ich glaube, jetzt 120 oder 105, ist auch egal, nee, 125 ml sind das. Ich hatte den früher tatsächlich mal in 200 ml, habe den verkauft, warum auch immer, weiß ich nicht. Doch, es gibt so einen ähnlichen, Lavender Extreme von Tom Ford. Der ist aber süßer, aber der wurde irgendwie so aufgebaut. Und zu der Zeit war ich immer noch Tom Ford Fanboy und da war ich der Meinung, brauche ich den nicht. Ist aber Quatsch, gleich vorweg. Also wer Lavender Extreme hat oder andersrum, beide sind doch wirklich interessant zu führen, bin ich der Meinung. Und jetzt, bevor du bestimmt auch was zu den Duft noch sagen möchtest, möchte ich nur erwähnen, dass Ja, ich will dieser erst mal nur was sagen gegen Tom Ford. Also, da mag zwar Lavendel drinne sein, aber so richtig Lavendel-Vibe kommt für mich da nicht auf, sorry. ja, er hat dann Aber für mich war Tom Ford auch immer nur die teuerste Billigmarke der Welt. das habe ich jetzt nicht gesagt, sondern Amelie, Fakt ist auf jeden Fall, er weiß schon, also Tom Ford, Tabak und so, Vanille kann er wirklich gut. Deswegen bin ich gespannt. Tatsächlich, ich weiß nicht, ob du es weißt, es kommt jetzt ein Chocolate oder Tabacco Chocolate raus, der Duft. Da bin ich mal gespannt. Und jetzt kommt's. Tabacco Vanille, aber das Parfüm. Das andere ist ja ein Eau de Parfüm. Er bringt jetzt nach zig Jahren, hat ja keine tonnenweise Ableger von den Duft, nur den. Jetzt kommt Parfüm raus. Da bin ich aber schon gespannt, wie der wird. Aber leider, ich kann auch jetzt schon sagen, was der wird. Teuer werden. Übertrieben teuer. In diesen Flakons, die eigentlich cool sind, aber irgendwie Plastik, wird der mindestens 400 Euro kosten. In 50 ml, das kann ich jetzt schon sagen. Weil Ja die gut, lockt mich jetzt aber ehrlich gesagt nicht kommt, hinterm Tabacco Sofa Vanille hervor. fandest du aber gut. Ja, da war ich jung, du sahst noch gut aus und, Sehe immer noch gut aus. Absolut, Mann. natürlich. Fakt ist, Lavendel. Aber was findest du an diesem Lavendelduft? Er hat in der Kopfnote Lavendel, mehrere Lavendelsorten. Er hat in der Basisnote, Quatsch, in der Herznote Lavendel. Und er hat in Dry Down Basisnote Lavendel. Lavendel. Also hier, ich blende das mal ganz kurz ein. Im Endeffekt fast nur Lavendel. Es kommt natürlich Vanille hinzu, Moschus und Rose und hast du nicht gesehen. Aber in der alten Version gab es übrigens fast nur, bin ich der Meinung, Ja gut, 'n komplett. bisschen Moschus muss ja du brauchst ja auch was 'n bisschen gegensteuert, ne? Das ist wie bei 'nem guten Kuchen, wenn du viel Zucker reinmachst, brauchst du 'n bisschen Salz, damit du die Süße wirklich des Zuckers schmeckst. Jetzt würden aber Und viele sagen, sie nehmen Süßstoff rein und keinen Zucker. Dann kommen die Schlaumeier, aber das ist ein anderes oh, Thema. Ich habe ja schon mal gesagt, da kann schwieriges man, Thema, sehr, sehr schwieriges genau, Thema. meine Frau kennt sich da sehr, sehr gut mit aus. Irgendwann kann man mal irgendwie so ein Video machen. Es wird wahrscheinlich wieder kein Idiot angucken.
positiven Sinne, weil die meisten ja mal alles selber besser wissen und das von anderen hören, weil sie meinen, dass wir naja, bevor ich abschweife, wir lassen es auf Ja, jeden Fall. ne, wir sind jetzt ja bei Genau, Lavendel, Lavendel, Lavendel und unten auch noch Lavendel. genau. Finde ich deshalb sehr gut, weil es relativ sehr natürlich zu einem wirklich sehr natürlichen Lavendelöl, dem auch sehr nahe kommt, ja? Also, finde ich schon, ist, unglaublich und, ich kriege es ja immer mehr und mehr mit. Die Leute sind da draußen immer gestresster und Lavendel, also, ich glaube, wenn man im Büro arbeitet, kann der durchaus gut kommen und die Leute sind nicht ganz so aggressiv, wenn, der Vorgesetzte den trägt. Also, why Ja, not? Ich fände es 'ne gute Variante und wie gesagt, wenn du den trägst, setze ich mich doch gleich mal 'n Stückchen näher an dich ran. siehst du. Und welche Frau kann das schon bei Lavendel oder sagt das bei Lavendel? Es gibt ja, ich weiß nicht, ob du das es gibt viele Frauen oder Menschen, sagen wir, gar nicht Frauen, auf Frauen bezogen, sondern Männer, Frauen, die nicht so Fan von Lavendel sind im Schnitt. Vielleicht die Blume oder obwohl da auch nicht, vielleicht so 'n Kissen oder irgendwas anderes, aber Parfum und, was hatte ich eben gesagt am Anfang? Ja, Parfum, Blumen, da ist das immer so, manche ja, manche nein, ne? Lavendel ist auch nicht so einfach. Es hat ja nichts Findest mit du? beruhigen Ja, ja, Vanille finde ich sehr schwierig, ne? hier ist Vanille drin, ne? Ja, aber das, malt nur, ich sage mal so, die Basis, auf dem die Vanille hockt. Also, ich finde es in Ordnung. Ja. Die Vanille riecht jetzt nicht wirklich hervor, dass du sagst: „Oh ja, da ist Vanille drinne." Man kann's erahnen. Es unterstreicht für mich wirklich, den Also, du findest auch, Lavendel-Flavor. dass der Lavendel also wirklich natürlich riecht oder fehlt da denn doch noch 'n bisschen? Ja, klar, wir reden da von einem künstlichen Erzeugnis aus Chemieprodukten, ja. Sollen die aber nicht unbedingt machen. Ich frage, ob die bei der neuen Version das Oh. geändert haben. Neueren Version. Ja, ich sage mal so, wir in Deutschland heißt ja jetzt, wir nehmen überall die Allergene raus, folglich wir nehmen die Natur raus. Ähm, Ich würde den Leuten das noch selber überlassen, ob sie sich mit Allergenen umgeben wollen oder nicht. Entweder ich kaufe 'n Parfum oder ich lasse es. Entweder ich rieche an der Blumenwiese oder ich lasse es. Also, sorry, es ist wiederum an der falschen Stelle, Vorschriften machen, aber das kennen wir ja von Deutschland. Aber da will ich nicht einsteigen, lieber nicht, weil das würde das sprengen jetzt. Das Video vor allem, die Länge vor allen Dingen. Du würdest den Duft ich sage einfach mal, du gibst ja sehr selten Düften 'ne 10, aber ich glaube, dem würdest du 'ne 10 geben, ne? Ja, gut, der kriegt von mir noch 'ne 9,5. Warum jetzt keine 10? Äh, Ich habe das vorher immer angepriesen, das irgendwie so und jetzt gibst du 'ne 9,5. Also, ich gebe auch selten 'ne 10, ne? Man muss ja immer ne, aber den gebe ich 'ne ja, 10. Für ich ein sage mal Lavendel so, das ist willst du tagesformabhängig. noch mal riechen oder riechst du, Ich rieche überall Lavendel. okay, weil wir kommen gleich noch zur CH Haltbarkeit, deswegen. Das ist wirklich tagesformabhängig, ob ich auf Lavendel stehe oder nicht. Guck mal, ich Okay, habe ja. heute habe ich mir freigenommen und, da bin ich relativ entspannt. Dann brauche ich nicht unbedingt Lavendel, dann, kommt 'ne 9,5 raus. Wenn du mich nach, 12 Stunden Praxis fragst, wie ich den finde, dann gebe ich dir 'ne 12. Also, Okay. Ja, guck mal. Auf jeden Fall 'n sehr genial also, wen würdest du den empfehlen? Aber auf jeden Fall nicht 18-Jährigen. Es wird nicht ne, so bei 'nem 18-Jährigen ist der, glaube ich, eher lächerlich. Ich würde ihn jetzt nicht unbedingt im Winter tragen. Im Winter im Büro ist okay. Ja, ich mag ja keine aufdringlichen Düfte, ne? Also, Silage, wenn da Silage 8, 9 oder so steht, das ist für mich schon mal, ja, Ablage M mit Befüllung von oben. da Müll. kommen wir nämlich dazu, dass ich mag ja sehr starke Düfte. Das ist das, was mir 'n bisschen so bei den Duft fehlt. Hartness Sillage, die ist auch mal schnell weg, aber die ist natürlich trotzdem immer da, ab und zu. Kommt drauf an, wie das Wetter ist, wenn das so im normalen Temperaturenbereich ist. Aber wenn er 'n bisschen mehr Power hätte, wäre das natürlich noch geiler. Allerdings muss ich dazu sagen, das habe ich auch schon bei den Drake-Duft gesagt, es gibt ja Düfte, wenn du den dann überhyped zu doll machst, dann haben die diesen Flair nicht mehr und dieses Sexappeal, wie Drake sein Duft zum Beispiel. Wenn der zu too much wäre, dann würde der nicht gehen, obwohl ich den eigentlich gar nicht so schwach finde.
Hast du Aber den mir nicht letztens gezeigt? ja, darum geht's jetzt nicht. Das macht ihn nicht schlecht, sie macht ihn nicht. Also ganz ehrlich, aber das würde das jetzt sprengen. Ich Deswegen, mag nicht mal Drake. ja, das ist natürlich, ne? Ja, das ist wieder eine Frau, die Drake nicht mag. Also die ist auch Ja, optisch und auch hast du mal die Nase gesehen? Musik und so. Sie ist nicht so Fan davon. Ich höre Drake jetzt und ja. Aber Fakt ist, der Duft ist nice, hält Ja. ungefähr, jetzt kommt es auf an, aber das habe ich jetzt auch schon tausendmal erwähnt, Haut ist anders zwischen 5 und 9 Stunden. Das ist wirklich eine große Spanne, weil jede Haut anders ist, aber ihr solltet das auch lieber auch mal auf die Klamotten sprühen, statt nur auf die Haut, so wenig wie geht auf die Haut. Die großen Leute sprechen dann: „Ja, das muss aber auf die Haut wegen die Duftmolekülen.“ Ja, das ist schon klar, aber es ist eben auch kein Moleküleduft. Dementsprechend geht das auch natürlich anderweitig, aber es ist ein schöner Duft, der zwischen 4, sagen wir mal lieber bei anderen Leuten, 4 und 9 Stunden anhält. Bei mir ist es so bei 6, 7 und die Sillage ist immer unabhängig davon, was weiß ich was. Aber ein kleines Beispiel. Mein Sohn sprühe ich ab und zu natürlich auf den T-Shirt ein, 2 Sprüher. Von manchmal Düften, die günstig sind, beziehungsweise auch nicht stark sind. Der kommt nach 8 Stunden, ich habe das letzte, glaube ich, schon mal erwähnt, nach 8 Stunden, 9 Stunden aus der Schule. Ich rieche den, wenn der im Flur steht. So, und da seht ihr wieder, da werde ich noch mal ein separates Video zu machen, daran seht ihr, dass das viel mit der Nase auch zu tun hat und so vielleicht auch das, was der Körper trotz T-Shirts irgendwie ausdunstet. So, und wenn ihr eine scheiß Nase habt, nicht so eine gute wie ich zum Beispiel, meine Frau hat nicht so eine gute Nase, dann nehmt ihr Düfte nicht so stark wahr. Ich ja. Haltbarkeit, deswegen, also alles immer Ansichtssache Ja, was heißt 'n meine und Nase ist nicht so. nicht so gut. Ich kann ja, du weißt ja, Einige ich kann ja einige riechen. Duftnoten kann ich nicht riechen. Gut, aber Punkt. was kann ich alles riechen? Da wollen wir gar nicht drauf eingehen. Oh, ja. Und dementsprechend, ich kann sehr weit, sehr doll, sehr stark riechen und deswegen. Aber wie, du hast unseren Sohn als Objekt des Testes Nein, benutzt? ich habe ihn nicht als Objekt des Testes benutzt, sondern weil er gern das möchte. Ich meine, ich bin sein Vater und er kommt irgendwann auch auf den Trichter, in die Schule zu gehen und da, ja, vielleicht mal als Einziger geil zu riechen. Und dementsprechend 1, 2, aber keine Ud-Düfte natürlich, Na, sondern das ist einfach ja letztens so ein toll. Nachbau von Aventus hat funktioniert. Ich glaube, kam gut an, hat auf jeden Fall nach 9 Stunden immer noch danach gerochen. 2 Sprüher. Vielleicht sollte ich mal 'n Ombre Nomad von ihnen auf ihn raufnehmen. Ja, Und wie wär's denn mit Orange Flamingo? ja, Orange Flamingo wird ja noch, ja, aber wie wäre es mit Air Tiger? Oh Gott. Den stärksten Duft ever und dann in der Schule, da machen sie das Fenster wenigstens auf. Das hat auch wieder Vorteile. Ja, ja, energieeffiziente Schulen. Mhm. Auf jeden Fall 'n schöner Duft. Preislich ist er jetzt teurer, liegt wirklich bei 85, 90 € und manchmal über 100. Früher, habe ich das eigentlich erwähnt am Anfang des Videos, jetzt kommt's, habe ich für die 200 ml Flasche 39 € bezahlt. Das gibt's gar nicht mehr. Also Der ist 85 finde ich okay für den Duft, absolut. Ja, da gibt es auch in deinem Regal größeren Müll, der weitaus teurer ist. Ja, ihr wisst, aber wir sind immer locker, sie atmet immer gern durch die Hose, also einfach immer, locker voraus, aber ja, so ist das. Dementsprechend, wie heißt er noch mal? Der ach, der Duft. Das Parfum, Pour un homme de Caron. Ja, jetzt könnt ihr nicht meckern, weil das ist richtig ausgesprochen. Wer jetzt noch was anderes sagt, der kann sich gern ausdiskutieren mit meiner Frau. Viel Spaß. Dementsprechend würde ich sagen, schöner Duft, reinhauen. Grüße gehen raus an euch und an die Mitglieder. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal, oder? Ja, wunderbaren Tag euch noch und, haut rein. Bis zum nächsten Mal.